Was ein wunderschöner Tag, um heute Shakes and Fidget zu spielen. Ach Mensch, ich bin so stolz, dass ich meine 333.333 noch nicht weiter kaputt geskillt habe oder mich aus Versehen verklickt habe. Gucken wir doch gleich mal nach, was heute die Daily Quest ist. Was könnte es sein? Jetzt werde ich wirklich gezwungen, hier meine Skillpunkte zu verteilen. Das kannst du wirklich keinen erzählen, ey. Oh Mann, da bei allen 7 Weltmeeren. Weg mit dem Schmutz. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wie ihr bereits schon gesehen habt, es ist wirklich eine bodenlose Frechheit, muss ich sagen, dass mir gerade heute in der Daily die Aufgabe gestellt worden ist, dass ich Intelligenz skillen muss. Somit konnte ich es leider nicht verhindern, hier meine Intelligenz auf 333.333 zu lassen, sondern sie ist jetzt auf 333.337. Fehlt nur noch eine 1 vorne, das wäre es. Ich habe echt gut durchgehalten, muss ich sagen. Also ich wirklich, auf die Schulter klopfen selbst mal hier, wenn es sonst keiner macht, ja. Ich hätte gedacht, ich fehle es eher, weil ich Gewohnheitstier bin und eigentlich immer Intelligenz skille. So ist das halt, ne. Ja, jetzt skillen wir auf jeden Fall schön durch auf Ausdauer. Aber wirklich, ne, bei der Daily Quest, du kannst ja wirklich alles bekommen. Ne? Erstmal diese Quest generell zu bekommen, ist erstmal die eine Sache. Aber dann kannst du ja auch wirklich zwischen Ausdauer, Stärke, Geschick, Glück und Intelligenz, eins der Attribute bekommen, was du halt skillen musst. Und dann ist es gerade Intelligenz. Ja, da hätte ich wirklich lieber hier Geschick oder Stärke. Ne? Bringt mir zwar jetzt nichts, Intelligenz ist schon auch gut, auf jeden Fall, aber ja, so ist das halt. Ne? Muss man durch, früher oder später wäre es sowieso dann dem Ende entgegengegangen, was das angeht. Ja, wir haben Free Try gegen Deltopus, den nutzen wir mal gleich. Ich weiß gar nicht, hatte ich euch jetzt schon meinen neuen besten Try gegen Deltopus gezeigt? Ich zeige ihn euch einfach, ja, könnt ihr gar nichts machen gegen. So, wir spulen mal ein bisschen vor hier, nächster Kampf, zack. Ja, das ist natürlich nicht so gut gewesen, aber ich zeige euch mal den Fight und zwar ist der vom 29.01. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den euch schon gezeigt habe oder nicht. Ich weiß es, ich kriege langsam wirklich, kickt auch schon das Alzheimer, muss ich sagen. Ich spule ihn mal ein bisschen vor, ja, weil ich mir jetzt wirklich gerade nicht mehr ganz sicher bin. Auf jeden Fall hat der Kampf schon ordentlich geschallert. Ja klar, ich habe den euch, glaube ich, schon, ne? Oder? Oh, jetzt bin ich ja wirklich verwirrt. Doch, das war der, glaube ich, gewesen, wo ich auf meinen Main den 2 Milliarden Crit rausgehauen habe. Zum Schluss. Ja, ich hatte mir den Kampf schon mal angesehen gehabt, auf jeden Fall. Jetzt komme ich an eine Reihe. Ja, jetzt nochmal, zack, hier nochmal 2 Milliarden und das war jetzt hier der beste Try. 4,8 Milliarden. Weit über die Hälfte runtergescheppert. Ist jetzt bisher der beste Versuch gewesen. Ich bin mir jetzt echt unschlüssig, muss ich sagen. Aber den wollte ich euch definitiv nochmal gezeigt haben. Ansonsten, wer hat das Echte heute? Lief der Kampf gut, die letzten Mal auch. Wir haben, glaube ich, seitdem her nicht nochmal verloren, seit dem letzten Mal. Wie gesagt, es kommt ganz selten mal vor. Wir gucken uns mal an, wie der Kampf heute lief. Ab und zu analysiere ich das immer nochmal so ein bisschen, um mal zu schauen, wie es halt wirklich so läuft. Habe ich vorher nie gemacht. Aber jetzt, wo wir ein paar Mal gegen Wer das Echte verloren haben, bin ich ein bisschen paranoid geworden und wollte halt gucken, woran es liegt. Meistens liegt es an Teufli, dass der wirklich jeden von unseren Magiern halt bodenlos wegkrittet, so, ne? Aber das Ding ist halt auch, wenn der mal einen Treffer kassiert, dann ist halt eben auch vorbei, weil der auch nicht so viel Leben hat, ne? Also der hatte uns die letzte Zeit immer schon sehr zugesetzt auf jeden Fall. So, Sir Webster sollte den Kampf eigentlich gegen Smudo haben, von den Statpunkten her deutlich vorne. Ja, gucken wir mal. Oh, was? Alter, da hat der Smudo aber einen rausgehauen hier, Mensch, doch. Und ich kann den finalen Treffer nicht landen. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, nice, Mensch. Über Smudo war ich erstaunt. Da habe ich gedacht, da verliert er noch. Aber hat er das Blatt dann doch gewendet. So, zur Feier des Tages gucken wir mal. Auch hier haben wir einen freien Angriff. Den kosten wir natürlich
aus und erstmal ein Crit. Ah, schade. Mit einem Crit hätte ich ihn vielleicht noch gekriegt. Ja, so ein Dreiviertel Leben ist ja gar kein Problem für die Magier. Aber leider nicht der Fall. Es tut ganz gut, gegen Sir Webster ein bisschen auf Ausdauer zu gehen, so, ne, damit wir ein bisschen mehr in Richtung 60-40 kommen. Ich bin ja momentan ein bisschen über 60-40 von der Skillung her im Vergleich Intelligenz zu Ausdauer. Das sollte ja so das Maximale sein eigentlich für einen Magier. Höher soll es nicht gehen. Und gegen andere Klassen, die nicht dasselbe Main-Attribut teilen, ist es ja sogar besser, in Richtung 55-45 zu gehen. Hatte ich ja schon mal ein paar Mal gesagt. Ne? Und deswegen ganz gut, dass wir hier gegen Sir Webster auf Int gehen. Gegen Teufli natürlich, ja, nicht so gut, aber natürlich auch nicht so vom Nachteil. Ist natürlich auch immer gut, trotzdem ein bisschen mehr Leben zu haben und das Ganze, ja, ist dann auch ein bisschen konstanter in der Ehrenhalle auf jeden Fall. Ne? Ich bin schon so gespannt, ne? Beim Amt zu Ostern kommt ja der nächste legendäre Dungeon und ich hoffe mal, wir holen uns da, wir finden wirklich unsere Traumwaffe so. Rechts raus 4500 bis 4800, so, das wäre so die Spanne, wo ich sagen würde, yo, die nehmen wir mit. Ist immer noch ein bisschen, ja, kann man immer noch so einen kleinen Crit-Treffer raushauen, aber sie ist mehr fürs PvP, weil sie halt konstanter im Schaden ist, so. So eine Nullspanne will ich halt auch nicht haben. Das ist irgendwie auch langweilig, finde ich, so als Magier. So ein bisschen müsste schon sein. So, die wäre von der Spanne her, muss ich auch sagen, wäre auch schon okay. Würde ich beim nächsten Mal mitnehmen. Ne? Also ich sag mal, ja, Traumvorstellung 4005 bis 4800, dann ist sie noch ein bisschen random, aber nicht ganz so random wie meine Waffe jetzt. Und ist halt vom Durchschnittsschaden eh schon stärker, das heißt im Durchschnitt sowieso besser, Durchschnittsschaden durch Durchschnitt, ne? Aber ich glaube, alles, was über 4K ist, beziehungsweise 4.1, 4.2, würde ich auch mitnehmen. Würde ich noch über 5000 großartig weit herausgehen? Schwierig zu sagen. Es ist schwierig zu sagen. Ja, ich kann es euch nicht ganz genau versprechen. Das ist situationsabhängig, muss ich schauen. Ja, aber man sieht schon hier, ne, das ist ja eine normale Waffe und das ist ja eine Leggy-Waffe. Dann kommt ja noch als nächsthöhere, ne, kommt ja das Epic dann danach, nach der normalen, das Epic. Und dann kommt ja das Leggy-Item. So, das heißt, da von der Qualität des Items, ne, und dann noch Qualität plus 5 natürlich, aber das ist auf der hier auch drauf, wird das Ganze nochmal um 2 Stufen erhöht, also Epic und dann Legendary. So. Das heißt, wir haben hier auch wirklich eine Top-Tier-Waffe, die wir dann aus den Leggy-Dungeon rausziehen. Das wird dann halt aber auch mal wirklich Zeit. Ich glaube, beim letzten, ich weiß gar nicht, von wann ist die, mit 599 oder so, da kann man, ja, so langsam, also, ne, ob es sich lohnt oder nicht, ne, da scheiden sich die Geister, aber ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir da zum Leggy Dungeon eine neue Waffe bekommen könnten. Ne? Ja, gucken wir nochmal einen kleinen Blick, werfen wir nochmal in die Ehrenhalle, in die Internationale. Da haben wir heute hier Sir Webster am Start. Oha, na holla die Waldfee. Ja, das, da hat er aber einen ordentlichen Crit-Treffer kassiert hier. Ne? Aber mit 3,3 Millionen Leben auch wirklich knapp. Wirklich Millimeterarbeit gewesen hier. Hätte er den überlebt und Crit-Treffer noch rausgehauen? Weiß ich nicht. Hätte man auch, wäre vielleicht auch anders ausgegangen. Ja, dann gucken wir nochmal, in die Gilden. Hier zu Celtic sind wir momentan auf Platz 11. Wir skippen uns mal ein bisschen durch. Schauen wir mal, was wir hier angerichtet haben heute gegen Erde, Wind und Feuer. Skippen wir uns mal ein bisschen durch. Es soll immer nichts sein gegen die Leute hier vor. So. Ich möchte die natürlich auch alle in den Videos zeigen, ne, ganz klar. Aber ja, es klingt jetzt übel egoistisch, aber es macht eigentlich jeder von euch, oder? In den Gildenkämpfen. Es spult auch eigentlich jeder vor bis zu sich selbst. Oder bis kurz davor. Oder? So, ne? Also meistens interessiert man sich ja nur oder guckt man sich seine eigene Leistung an. So, ne? Es gibt ja auch ganz viele Spieler, die gucken auch gar nicht in die Ehrenhalle, sondern die spielen halt für sich selbst. Sind sie deswegen egoistisch? Nein. Ne? Es gibt ganz viele Leute, die spielen vielleicht so in ihrer Gilde und gucken vielleicht auf die Gilde. So, sind sie dann tolle Teamplayer vielleicht? Ja, man weiß es nicht. Keine Ahnung. Boah, da haben wir einen Crit-Treffer gelandet. Komm noch ein. Ah, schade. Das
Da haben wir ein bisschen ausgeteilt hier. So, aber den Kampf gewinnen tun wir dann doch nicht, ne? Das ist, glaube ich, noch der Kampf von gestern hier irgendwie, ne? Hatte ich euch den auch schon gezeigt? Ich weiß. Stärke 300k und 355.000 Ausdauer. Alter. Der macht hier die 60-40-Skillung aber andersrum hier. Was ist denn da los? Er hat auch 2,5 Milliarden Leben hat er schon hier. Was haben denn so Furaken? Das ist so, Furaken, dein Nachbar, was haben die denn so an Leben hier? Auch 2,5. Auch strong. Boah, Scythe aber auch hier gut weggekrittet, das Ganze hier. Und Nachbar, na gut, der Nachbar geht ein bisschen mehr auf die Damage-Politik hier, weil sich viele Krieger in der E-Hof bewegen. Ist natürlich auch schlau irgendwo, aber momentan Top 3, kein einziger Krieger. Auch interessant mal so zu sehen. Hat man auch relativ selten, aber overall, ja, doch schon relativ viele Krieger in den Top 31. Ja, das auf jeden Fall erstmal so zu dem Server hier, zu S31, zu meinem Main. Und ja, das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.